ist nach dem jüngsten Urteil des Bundesfinanzhofes BfH zur erweitert beschränkten Steuerpflicht in Deutschland der Einsatz einer amerikanischen LLC nach wie vor zu empfehlen? Mit dieser Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch kurz ein Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema US-LLC beschäftigst, du willst vielleicht eine solche gründen, weil du auswandern willst, dann lade ich dich ein zu unserer Braveheart LLC Masterclass in Edinburgh. Die findet dort regelmäßig statt. Das nächste Mal im Juli 2025. Dort erkläre ich dir alles, was du zum Thema LLC und deren rechtssicheren Gebrauch im Kontext einer Auswanderung wissen musst. Also das Thema Steuern, erweitert beschränkte Steuerpflicht, Wegzugsteuer, Entstrickungsbesteuerung. Was ist hier alles zu beachten? Welche Bundesstaaten sind am besten für die LLC? Wie macht man Konten auf in den USA oder auch in der Europäischen Union? Wie verwendet man die LLC hier ganz konkret im Einsatz mit Kunden? Kann die LLC möglicherweise auch hier genutzt werden, um ein Visum oder eine Green Card in den USA zu beantragen? Das und vieles mehr besprechen wir auf der Masterclass. Wir gründen dort auch eine LLC gemeinsam. Ich zeige dir ganz genau, wie das geht. Wir eröffnen Bankkonten für diese LLC, die wir dort testweise gründen. Also hier eine hervorragende Gelegenheit, mal ganz tief hier in das Thema LLC einzusteigen. Ein richtiger Deep Dive. 1,5 Tage, normalerweise Donnerstag und Freitag. Das nächste Mal eben im Juli 2025 in Edinburgh, der wunderschönen Hauptstadt Schottlands. Und das Beste ist, dass wir dir als Teilnehmer eine LLC samt eine Jahresbetreuung dieser LLC schenken. Das hat einen Wert von 2.500 US-Dollar. Schau dir alle weiteren Infos an, hier im Link in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum Thema. Der Bundesfinanzhof, das höchste deutsche Finanzgericht, hat vor kurzem ein Urteil veröffentlicht, Anfang 2025. Da ging es um die sagenumwobene erweitert beschränkte Steuerpflicht. Es gibt ja viele sogenannte Experten hier auf YouTube und anderweitig, die sagen, dass das ein Thema ist, um das du dich gar nicht kümmern musst, dass das niemanden interessiert, vor allen Dingen auch das Finanzamt nicht. Nun, der Bundesfinanzhof sieht es anders. Er hat diese doch sehr alte Gesetzgebung, die nun fast schon 50 Jahre alt ist, wieder einmal hier bestätigt in aller Schärfe. Der Bundesfinanzhof hat außerdem gesagt, dass hier letztlich diese Gesetzgebung nicht gegen das Völkerrecht, nicht gegen das EU-Recht verstößt. Hier wurde jetzt nichts Neues bekannt gegeben. Der BfH hat einfach nochmal bekräftigt, dass es diese Steuer gibt und dass sich diejenigen, die Deutschland verlassen haben und hier die Kriterien erfüllen, für die erweitert beschränkte Steuerpflicht sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen müssen. Daneben gab es ja jetzt auch schon vor kurzem ein BMF-Schreiben, wo das Thema ja auch nochmal besprochen wurde. Also das ist eine Realität, mit der sich jeder Auswanderer befassen muss, der entsprechend die Kriterien erfüllt. Die Kriterien wären zum Beispiel, dass er deutscher Staatsbürger ist, in ein Niedrigsteuerland umzieht, noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland hat, etc. pp. Eine ganz wichtige Frage in diesem Kontext immer wieder sind sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte. Wenn du also als Auswanderer eine betriebsstättenlose LLC verwendest, eine Briefkastengesellschaft, und du generierst darüber gewerbliche Einkünfte, nicht aber freiberufliche Einkünfte, aber sehr wohl gemerkt gewerbliche Einkünfte, dann bist du hiermit potenziell noch 10 Jahre in Deutschland steuerpflichtig für diese Einkünfte. Und damit stellt sich natürlich die Frage, ist in diesem Kontext eigentlich die LLC überhaupt noch sinnvoll für Auswanderer oder soll man sich besser nach anderen Optionen umschauen? Also wie gesagt, die Rechtsposition hat sich nicht geändert. Die LLC kann sinnvoll sein oder nicht. Also zunächst mal ist sie natürlich sinnvoll für all jene, die keine deutschen Staatsbürger sind, wobei es keinen Sinn macht, die Staatsbürgerschaft jetzt aufzugeben. Du musst im Grunde genommen schon 5 Jahre vor deiner Auswanderung kein deutscher Staatsbürger mehr gewesen sein. Wenn du in den letzten 10 Jahren 5 Jahre als deutscher Staatsbürger unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland warst, vor deiner Auswanderung, dann gehörst du zum Kreis jener, die hier sich möglicherweise mit dieser Steuer auseinandersetzen müssen. Aber wenn du keine deutsche Staatsbürgerschaft hast, weil du Österreicher, weil du Schweizer bist, dann betrifft dich dieses Urteil ja ohnehin nicht, auch wenn du in Deutschland gewohnt hast zum Beispiel. Ja, das heißt, Österreicher und Schweizer auf jeden Fall hier weiterhin ganz unbesorgt diese LLC nutzbar. Das Gleiche gilt natürlich auch für Freiberufler, Ärzte, Rechtsanwälte, beratende Ingenieure, all jene, die eben in Deutschland als Freiberufler gelten würden und die keine Gewerbesteuer bezahlen müssen. Auch sie können natürlich nach dem Verlassen Deutschlands eine solche LLC verwenden.
Da gibt es möglicherweise andere Probleme hier für solche Freiberufler. Hier gibt es Dinge wie Verwertungstatbestand und so weiter und so fort. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber das Problem der betriebsstättenlosen Einkünfte, des sogenannten Floating Income, haben sie nicht. Alle anderen haben hier potenziell ein Problem. Also all jene, die eine LLC hier gewerblich verwenden, sind möglicherweise hier, wenn diese LLC eine Briefkastengesellschaft ist, weiterhin in Deutschland mit den Einnahmen hier für 10 Jahre noch steuerpflichtig. Das war auch schon davor. Das war davor auch schon so vor diesem Urteil. Aber jetzt ist natürlich das Ganze durch dieses Urteil nochmals bestätigt worden, wenn auch nicht hier dieser spezifische Punkt jetzt hier im Detail. Das heißt, du musst dir ganz konkret überlegen, ob du hier möglicherweise ein Problem hast. Du hättest ja zum Beispiel kein Problem, wenn diese LLC hier keine Gewinne macht. Also wenn deine Betriebsausgaben so hoch sind, dass die LLC keine Gewinne macht, hast du natürlich auch keine Einkünfte, denn wir sprechen hier von Einkommen, also von Gewinnen, die die LLC generiert. Oder auch wenn dein Gewinn weniger als 16.500 Euro ist, auch dann trifft das Ganze hier nicht zu, denn wie gesagt, du fällst nur unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, wenn du Einnahmen hast von 16.500, wobei dort eben möglicherweise auch noch andere Einkünfte dazugerechnet werden zu den 16.500, die nichts mit der LLC zu tun haben. Also das muss man hier etwas mit Vorsicht genießen. Möglicherweise fällst du auch nicht unter die Gesetzgebung, weil du in einem Abkommensstaat wohnst. Wenn ein Doppelbesteuerungsabkommen vorhanden ist, dann hebelt dieses in der Regel die erweitert beschränkte Steuerpflicht aus. Umso besser, wenn dieses DBA keine Rückfallklausel hat mit Deutschland, dann kann nämlich Deutschland hier nicht mehr sozusagen noch von hinten reingreifen und dann bei einer Nichtbesteuerung dieser Einkünfte wiederum diese besteuern. Also zum Beispiel Malta wäre ein solcher Fall. Für Irland wird es nicht zutreffen. Irland hat eine Rückfallklausel. Das DBA mit Zypern ist komplett anders aufgebaut. Hier gibt es nur eine Anrechnung der in Zypern bezahlten Steuern. Hier hätte man potenziell ebenfalls ein Problem. Aber es muss gar nicht mal ein Abkommensstaat sein. Du könntest auch schlicht und ergreifend einen Wohnsitz in Dubai haben und dort eine LLC verwenden. Du müsstest dann die LLC natürlich in Dubai steuerlich registrieren. Da gelten dann die gleichen Regeln, wie sie auch in Dubai gelten für Gesellschaften. Das heißt, du hast ab einem Umsatz von rund 750.000 Euro umgerechnet circa dann diese 9% Steuern auf den Gewinn, die in Dubai eben anfallen. Aber viele werden ja mit ihrer LLC darunter liegen. Aber wie gesagt, du müsstest dann einen tatsächlichen Wohnsitz dort haben. Du siehst also, es gibt hier eine Reihe von Lösungen für das Problem. Welche jetzt tatsächlich für dich am geeignetsten ist, muss man sich eben mal anschauen. Das hängt natürlich stark vom individuellen Fall auch ab und von deinem Hintergrund und von deiner Tätigkeit, ganz klar. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, du hast einen Partner, Ehepartner, Lebenspartner, der nicht deutsch ist, dann kann der oder die natürlich eine solche LLC für dich gründen. Der oder die fallen ja dann sowieso wiederum nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Eine weitere Lösung, mit dieser Sache umzugehen. Alles in allem empfehlen wir natürlich weiterhin die LLC. Sie ist extrem einfach gegründet. Es gibt extrem wenig Bedingungen, diese LLC hier letztlich zu führen. Du musst keine Bilanz veröffentlichen. Deine Daten werden möglicherweise nicht veröffentlicht im Handelsregister. Du musst keine Steuererklärung einreichen. Du musst im Grunde genommen nicht mal richtig Buchhaltung machen. Also da gibt es hier viele Vorteile dieser amerikanischen LLC, wenn man eben in der Lage ist, sie einzusetzen hier, ohne gegen das deutsche Steuerrecht zu verstoßen. Und das ist natürlich das A und O. Also ja, man kann sagen, dieses BFH-Urteil hat hier nichts verändert an der Position zur amerikanischen LLC. Sie ist nach wie vor zu empfehlen, in den richtigen Umständen. Natürlich nicht in jedem Fall. Sicherlich gibt es viele Fälle, wo sie nicht zu empfehlen ist. Und wir haben ja immer wieder hier Videos, die wir veröffentlichen, wo wir erklären, wie man hier dann Probleme mit dem Finanzamt bekommen kann, weil das Finanzamt hier gezielt bestimmte Fragen stellt und dann hat man den Salat. Ja, das heißt, man sollte hier auf jeden Fall sich rechtskonform verhalten. Lass dich beraten durch den Steuerberater, durch deinen Steueranwalt. Ansonsten kannst du eben hier entgegen dem, was du vielfach hörst und entgegen dem, was viele sogenannte Experten sagen, tatsächlich Ärger mit dem Finanzamt bekommen. Und das willst du natürlich auf jeden Fall vermeiden. Wenn auch dich das Thema LLC und Besteuerung und rechtskonformer Gebrauch der LLC interessiert, dann würde ich mich freuen, dich in Edinburgh bei unserer Masterclass zu sehen oder aber gerne natürlich auch ein Beratungsgespräch mit dir führen. Link zu beidem packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Ich bin 2008 in die USA umgezogen. Seit 2008 beraten wir Mandanten zu amerikanischen Rechtsformen, natürlich auch zu amerikanischen Visa, wer dorthin umziehen möchte. Wir können, wie gesagt, für dich die komplette LLC gründen und betreuen.
wenn du an unserem Seminar teilnimmst, kriegst du ein solches Paket von uns geschenkt. Also, ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.